Neben dem Stabdolch ist vor allem der bronzene Dolch eines der Distinktionsmittel der Aunitzer, der frühbronzezeitlichen Eliten. Das betrifft aber natürlich nur die Gegend um den Harz und Böhmen und die Aunitzer Gebiete. In den Gegenden nördlich der Aunitzer Gebiete ist offenbar der Zugang zu Kupfer und damit auch zu Zinn und zur Bronze wesentlich limitierter. Wenn man dort nicht aus dem Aunitzer System etwas so Fantastisches wie Stabdolche geschenkt bekam, dann hatte man offenbar große Schwierigkeiten, an solche Gegenstände wie Dolche zu kommen. Und deshalb hat man diese Dolche einfach aus Steinen nachgemacht. Das heißt, im späten Neolithikum und in der frühen Bronzezeit, aber über die ganze frühe Bronzezeit bis in die mittlere Bronzezeit, gibt es im Norden, im nordischen Kreis, Flintdolche, die zeigen, dass man seit Jahrtausenden mit diesen Flint virtuos umzugehen wusste. Und wir sehen hier einen fantastischen Dolch aus dem Bebertal, bei dem man versteht, warum diese Dolche Fischschwanzdolche heißen. Und dieser Fischschwanzdolch hat in der Mitte einen Grat, der die Gussnaht von Bronze imitiert, sodass praktisch Bronzedolche richtig imitiert wurden. Die anderen Dolche sind hier einfacher, zum Teil auch älter, die langen, schmalen Grundformen. Und wenn man sich fragt, wie man die denn in der Hand hielt, dann haben wir einen absoluten Glücksfund von Wiepenkarten in Niedersachsen aus einem Moor. Und hier wurde einer dieser Fischschwanzdolche gefunden mit einer Lederscheide. Und die Lederscheide war natürlich verziert. Man muss sich die Vorgeschichte immer bunter und verzierter vorstellen, als wir uns das glauben machen. Und daran war auch noch ein langes Band, das um die Lederscheide geschlungen war, sodass man sieht, dass dieser Dolch absichtlich deponiert wurde und nicht etwa verloren war. Und der Griff bestand ebenfalls aus Leder. Der Dolch datiert zu 2200 bis 2000 vor Christus, der ist ganz gut datiert. Und in diesem Ledergriff, der eher eine Hülse war, der war ausgepolstert mit Schaf und anderer Wolle, sodass wir gleichzeitig einen der ältesten Wollbelege überhaupt haben, also von ganz großer Bedeutung. Das zeigt aber auch, dass man diese Messer ganz komfortabel benutzen konnte und dass man sie wahrscheinlich wie heutige Fahrtenmesser oder Jagdmesser einfach immer als Allzweckgerät oder auch als Waffe eben am Gürtel trug. Aber, das ist das Spannende, die Männer des Nordens, wahrscheinlich sind es Männer, die tragen, vielleicht auch Frauen, die konnten sich aber diese Dolche oftmals nicht leisten und machten die ganz, ganz kunstvoll in Stein nach. Diese Steindolche scheinen eine gewisse Faszination ausgestrahlt zu haben, denn wir finden sie vereinzelt bis an die mittlere Donau. Aber wie gesagt, die Masse finden wir nördlich des Aunitzer Gebietes. Und manchmal haben die auch eine Farbgebung, wie hier diese braunen Stücke, dass man sogar glaubt, dass man das Kupfer der kupfernen Dolche imitieren wollte oder gar den silbernen Glanz der Antimon- oder Zinnlegierten Dolche, die natürlich golden oder silbern scheinten, je nach Legierungsgrad.